Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Montag, wir checken die Wunscherfüllungstendenzen der Woche ab. Also wo liegt die beste Energie für das Kollektiv, irgendetwas zu verwirklichen. Ich lasse die Karten nur springen, das wisst ihr. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich mache euch hier oben den Link zum Sonntagsgoodie nochmal rein, für die es verpasst haben. Da mache ich ja immer sonntags meistens die Sternzeichen oder auch mal ein großes Blatt für die Elemente. Okay. Also hier ist es schon mal so, dass die Veränderungen, die du vorhast, begünstigt sind. Ne? Alle Veränderungen, alle neuen Wege, die du gehst. Und es gibt hier viele Chancen und Möglichkeiten, einen neuen Weg zu gehen. Was hier sehr speziell ist und was mir sehr gut gefällt, ist, dass es hier begünstigt ist, dass du etwas hinter dir lassen kannst. Ja? Du kannst Entscheidungen, die du mal getroffen hast, so stehen lassen. Du kannst das so abnicken, dass andere vielleicht auf deinem Weg mit Einfluss hatten. Und du bist ja auch bereit, ne, etwas zu, ja, wie würde ich mal sagen, auf einen neuen Weg zu bringen. Also die Wege, die du gegangen bist, die vielleicht auch manchmal sich nicht gut angefühlt haben, die kannst du hinter dir lassen. Und da wir hier aus dem Kartenblatt rausfallen, kündigt sich hier auch eine neue Epoche für irgendetwas an. Man kann Dinge so stehen lassen, würde ich es mal nennen. Begünstigt sind hier auch die Sachen, die lange mit Hindernissen in Bezug standen. Also zum Beispiel, du möchtest eine Entscheidung treffen und versuchst dich zu strukturieren, welche Option du wählst, aber leider geht es nicht, weil wenn du diese Option wählst, kommt wieder ein Hindernis. Und also alle die Sachen, die lange blockiert waren, können hier zur Option werden oder zur Chance. Auch eine gute Möglichkeit, vergangene Blockaden so hinter sich zu lassen und von einer Zeit, die dich sehr unruhig gemacht hat oder Nerven gekostet hat oder Stress oder auch ein bisschen Drama von anderen. Ne? Und das ist so der Punkt, wo du sagst, okay, was soll's. Neue Wege im partnerschaftlichen Bereich. Hier zeigt sich etwas, wie könnte ich das nennen, da ist dein Gegenüber vielleicht sehr stur und stoisch und das betrifft dann auch dich und es nervt und hier hast du die gute Möglichkeit, auch da einen Knopf ranzumachen und auch die gebende und nehmende Energie in Gleichgewicht zu bringen. Ja, Wunscherfüllungstendenzen in Partnerschaften, partnerschaftliche Blockaden, die jetzt hier neue Wege finden. Es kann ja natürlich auch sein, dass du jemanden begegnest, der dir sehr zusagt. Es gibt ja immer viele Leute, die einem begegnen. Ob die sich dann als Partner eignen, ist wieder die andere Sache. Und hier speziell geht es auch darum, einen partnerschaftlichen Konflikt zu lösen oder ja, Veränderungen gehen einher mit Diskussionen. Ne? Man muss vielleicht so ein bisschen sprechen, man muss sich mitteilen, man muss seinen Standpunkt klar machen. Aber am Ende schließt du hier auch Frieden mit einer partnerschaftlichen Situation. Es geht sehr viel um den Bereich Kommunikation, Sprache, Korrespondenzen, Austausch.
Steh hier auch für deine Dinge ein, würde ich mal sagen. Ne? Okay, dann gucken wir mit den nächsten Karten, was ich noch kriege für Themen. Hier unten natürlich mit den Lilien auch noch so die Familienkarte mit dabei. Oder speziell kann es hier auch sein, du hast eine Affäre, irgendjemand ist für dich nicht greifbar und das scheint sich hier lösen zu können. Wunderbar. Wir kriegen hier die Kraft, die wir brauchen. Wir spüren, dass wir kräftiger sind oder mehr Kraft haben, als wir vermuten. Und es geht darum, auch diese Kraft zu leben, die dir hier zu deiner Wunscherfüllung auch verhilft. Es geht darum, optimistisch zu bleiben. Hier ereignet sich schon im Jetzt etwas, das du vielleicht noch nicht ganz greifen kannst, aber hier wirst du für die Woche nochmal dran erinnert. Bleib dran, steig jetzt nicht aus, bevor sich das zeigt. Können natürlich hier auch Dinge sein, die auf einem langen Weg oder längeren Weg schon erwartet werden. Ja, und gib dich nicht mit dem Kleinen zufrieden. Also dieses, mach dich streitbar, erhöhe mal deine Maßstäbe, ne? Greife nach den Sternen, du brauchst dich hier nicht ducken oder kleiner machen. Genesung von Mutterthemen, die sich hier vielleicht auch auf die Beziehungen ausgewirkt haben. Und das Thema Vertrauen ist hier auch begünstigt. Hier geht es zweimal darum, dass man einen Wunsch abgegeben hat, ein Gebet ausgesprochen hat und dass man jetzt diese Woche so spürt, es lohnt sich dran zu bleiben, optimistisch zu sein. Denn auch wenn wir manches noch nicht greifen können, so spüren wir doch irgendwie die Verwirklichung. Ich lasse uns jetzt noch ein Vögelchen hüpfen. Und da haben wir die Taube für uns. Ich überbringe dir Frieden, Sanftmut und Nächstenliebe. Sei empfänglich für die Zeichen im Alltag. Ich schenke dir Hoffnung und stärke dein Verständnis in Konfliktsituationen. Also dieses Deck mit den Vögeln, ich sag's euch ehrlich, ich habe viele, viele Karten, aber ich kann legen, was ich will, und der Vogel, der dann hier rausfliegt, der bestätigt immer in wenigen Worten die Legung. Ne? Dann nehmen wir noch einen Glücksimpuls zum Wochenstart. Dankeschön. Die unerwartete Wende. Also hier werden sich Dinge so zeigen, dass du wieder im Vertrauen bleibst, dass du optimistisch bist, dass du wieder merkst, es geht voran, ja, dass etwas was du nicht mehr gerechnet hast, einfach wieder sich zeigt und gelöst werden kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch und bis morgen.